Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute schauen wir uns das nächste Update an, beziehungsweise die nächsten Producer Notes, die gestern rausgekommen sind. Heute sollte sich das ja um die Benutzeroberfläche und um den Rucksack drehen. Das werden wir uns gemeinsam anschauen, was die Community bisher dazu sagt, und mich würde natürlich auch sehr gerne eure Meinung, wie immer, dazu in den Kommentaren unten interessieren, was ihr von den neuen Rucksack-Feature haltet. Und ja, bevor die Frage aufkommt, beziehungsweise ich da von euch vielleicht darauf angesprochen werde, ja, ich habe die Pilze, wie ihr sehen könnt, wieder eingeschaltet. Ich habe sie des Öfteren schon mal hier und da eingeschaltet gehabt in der Vergangenheit. Ich will da ja auch immer so gut wie möglich transparent euch gegenüber sein, so, ne? Und außerdem wisst ihr ja jetzt sowieso, was wir an Pilzen bekommen. Das Ganze wurde ja offengelegt, beziehungsweise ja, veröffentlicht vom Playa, und demzufolge hatte ich dann einfach mal nachgefragt, ey, wenn die Daten jetzt sowieso alle offen sind, können wir Creator dann nicht unsere Pilze einfach wieder zeigen und müssen die nicht verdecken großartig irgendwie? Da wurde mir gesagt, jo, ist kein Problem. Also an alle anderen Creator-Kollegen, moin, Grüße gehen raus, falls ihr das sehen solltet. Wenn ihr Interesse habt, ihr dürft wieder eure Pilze zeigen. Ich muss das ja so kommunizieren, weil es gibt leider nicht so wirklich eine Schnittstelle zwischen den Creatoren und jemandem bestimmten, der dann die Informationen an alle Creator weiterträgt. Ich habe jetzt persönlich einzeln nachgefragt und ich habe dann auch einzeln natürlich die Antwort bekommen. Aber falls alle anderen das hören sollten jetzt natürlich, dann könnt ihr sehr gerne eure Pilze wieder einschalten. Da hatte ich dann mal nachgefragt gehabt und damit ihr auch Bescheid wisst, also die Creator als auch die Zuschauer. In Zukunft wird es bei mir dann wieder die Pilze zu sehen geben, und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, denn ich selbst konnte die Pilze auch nicht sehen. Ja, das hat mich auch immer leicht abgefuckt auf jeden Fall. Und genau, jetzt gehen wir zuerst mal zu den Producer Notes, bevor wir uns dann im Detail den neuen Rucksack bzw. ja, das neue Inventar so ein bisschen anschauen. Die Producer Notes 21.4. Willkommen zur 4. Ausgabe unserer Produzentennotizen, in denen wir uns mit der Überarbeitung der Charakterübersicht und dem Rucksack befassen. Dieses Update zielt darauf ab, die Benutzerinteraktion zu verbessern und den Zugang zur Spielfunktion zu vereinfachen. Modifikation an der Charakterübersicht. Der obere Teil der Charakterübersicht bleibt weitestgehend unverändert, um die Vertrautheit zu wahren. Der untere Abschnitt wird in 3 deutliche Bereiche gegliedert, was die Gesamtnavigation verbessert und die direkte Interaktion mit anderen Spielern erleichtert. Aktionen wie Kämpfe und Statistiken vergleichen sind nun leichter zugänglich. Werden wir uns gleich anschauen. Dann die Verbesserung am Rucksack. Wir haben den Rucksack an den unteren Rand der mobilen Charakterübersicht verlegt. Er ist nun scrollbar und ersetzt die traditionellen Truhen, was ein intuitiveres und platzsparendes Inventar bietet. Diese Anpassung erfordert ein Redesign anderer Bereiche, um ein kohärentes Benutzererlebnis zu gewährleisten. Viele Fachbegriffe hier am Start. Der Rucksack funktioniert jetzt kontextsensitiv, der nächste Fachbegriff, was die Interaktion mit Gegenständen basierend auf dem Bildschirm, der angezeigt wird, verbessert. In eurer Charakterübersicht werden Gegenstände, die für eure Klasse ungeeignet sind, als keine Interaktion möglich gekennzeichnet, was euch hilft, euer Inventar effizient zu verwalten. Beim Zugriff auf den Schmiede-Bildschirm zeigt jeder Gegenstand die Ressourcen an, die ihr beim Zerlegen gewinnt, was die Entscheidungsfindung vereinfacht. In der Toilette sind Gegenstände, die entsorgt werden können, deutlich gekennzeichnet und vereinfachen den Spülvorgang. Ja, das ist auch immer sehr wichtig auf jeden Fall, dass der Spülvorgang einfach vonstatten geht hier. Bleibt dran für weitere Einblicke in unseren kommenden Producer Notes, wo wir weitere Aspekte unserer umfassenden UI/UX-Überarbeitung erkunden werden. Als nächstes dann die Gilde. Da bin ich dann halt auch schon sehr gespannt drauf. Gilde ist ja auch ein großes Kernfeature von Shakes and Fidget. Demzufolge
bin ich da sehr gespannt. Und hier sind wir jetzt einmal kurz in dem neuesten Video drin von Shakes and Fidget, wo sie einmal hier auf den Rucksack eingehen. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Bewertung gesehen und habe dann ein paar Kommentare gelesen und ja, ich meine, die ist zwar überwiegend positiv, aber ich sag mal, das ist schon, da gefällt das schon relativ vielen Leuten nicht, sag ich mal, wie das hier gestaltet worden ist. Demzufolge bin ich halt mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall, ja, mal wieder nicht das finale Design, wie man hier oben sieht. Und ja, wie man jetzt hier unschwer erkennt, haben wir jetzt hier rechts an der Seite den Rucksack abgebildet, ja, der halt eben scrollbar ist von oben bis unten. Und die Runen sind auch optisch überarbeitet worden, so wie ich das sehe. Ja, also hier sieht man auf jeden Fall so ein paar ja, einzelne Runen hier irgendwie. Dann haben wir hier oben einmal so ein paar Tabs, die man ausziehen kann, und die sind ja dafür da, um halt eben auf die Begleiter Zugriff zu haben. Das erspart dann auch nochmal ein paar Fenster. Dann haben wir hier unten halt eben gegliedert Info, Beschreibung und die ja, Stats halt, ne? Euren Charakter, beziehungsweise ja, was für eine Klasse ihr seid, Ehrenhallenrang, Sammelalbum, genau. Dann kann man hier zwischen dem ja, Alter Ego hin und her switchen, hat hier die Tränke. Also bisher kann man alles auf einen Schlag sehen, sag ich mal. Und man hat halt hier eben jetzt deutlich weniger Tabs an der Seite. Wir haben hier unten auch noch sehr viel Spielraum, wie man unschwer erkennen kann. Allerdings sind die einzelnen Tabs natürlich auch doppelt und dreifach belegt. Das heißt, wenn man da draufklickt, dann wird man auch gleich sehen, dass dort verschiedene Untertabs am Start sind. Und ja, das werden wir uns auch gleich anschauen. Ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen geslowt. Vielleicht brauchen wir das nicht ganz so hart slowen. Vielleicht machen wir mal einfach halbe Geschwindigkeit hier. Ich glaube, das reicht auch aus. Genau, und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wo wir hier drauf gehen. Das ist ja die Beschreibung, ne? Da hat sich jetzt nichts großartig geändert. Und ja, wenn man jetzt halt eben skillen will, dann ist das auf jeden Fall erstmal schon so das Erste, was ich so bemängeln muss, weil ich fand es cooler, muss ich sagen. Aber das ist Geschmackssache, ganz ehrlich. Und wahrscheinlich auch nötig gewesen, damit halt eben mehr Platz geschaffen werden kann, mussten die Stats halt hier eben in einen extra Tab weichen, damit man halt eben mehr Platz schafft. Das verstehe ich auf jeden Fall, dass das so gelöst wird, dass man halt eben ja, mehr Platz schafft. Aber es erfordert halt eben auch einen extra Klick jetzt, ne? Also jetzt konnte man gleich halt eben, ja, wenn wir Gold haben, können wir hier gleich einfach so skillen. So, ne, das ist alles, war alles sehr übersichtlich so, ne? Und jetzt müssen wir halt eben auf den extra Tab Attribute klicken, um dann halt eben hier unsere Attribute zu verskillen. Jo, dann haben wir da unten noch ein paar Fenster. Da hatten wir ja hier einmal gesehen, das sind ja die Verbesserungen vom Schmied, die insgesamten, die man hat. Dann ja, Ruhen vom Arena Manager und hier, ja, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was das sein sollte. Irgendwas mit 3 Sterne, weiß ich nicht, könnte Expedition sein, aber macht eigentlich keinen Sinn. Weiß ich jetzt nicht ganz. So, es wird in dem Video auch drauf eingegangen und in den Producer Notes wurde auch gesagt, dass das Vergleichen mit anderen Leuten jetzt deutlich erleichtert wird. Und ja, das sieht man jetzt hier zum Beispiel. Wenn wir jetzt einen anderen Spieler aufrufen, dann sehen wir dort eben das gleiche wie bei uns, ne? Wir können hier einmal auf die Info gehen, dann können wir ihnen eine Nachricht schreiben. Wir können unsere Werte vergleichen, wir können jetzt Freunde, ne? Also das, was man halt eben ansonsten, wenn man irgendwo hier in der Ehrenhalle durchgeht, hier oben auf dem Plus hat, ne? Dann können wir hier eine Freund hinzufügen, eine Gildeneinladung, Post schreiben. Das ist jetzt halt eben hier so geregelt. Und ja, wenn wir da eben seine Attribute anschauen können oder wollen, dann können wir das halt eben dort auch machen. Sehen gleich, wie oft sein Equipment verbessert ist, ne? Und können das jetzt so ein bisschen abgleichen auf jeden Fall. Genau, so, jetzt gucken wir mal gleich, wo es hier als nächstes hingeht. Dann gehen wir jetzt auf die Tabs und da seht ihr halt eben, ne, wie beim letzten Mal schon, dass es halt eben in einzelne Untersparten gegliedert, ne, wo wir jetzt halt eben raufgehen können. Da haben wir den Waffenladen, daneben der Zauberladen mit dem Zauberhut und ich denke mal, daneben ist noch ein Pilz, könnte halt der Schwarzmarkt sein oder halt eben der Ingame-Shop, je nachdem. Und ja, das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick ein bisschen
neu, sag ich mal, weil es ist jetzt genau umgedreht irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Also jetzt ist wenn wir jetzt zum Beispiel im Waffenladen sind, dann ist der Waffenladen ja hier unten und unser Inventar ist hier oben. Ja, warum sie das jetzt so gemacht haben, dass der Waffenladen jetzt hier oben ist und unser Inventar unten, verstehe ich nicht ganz, weil ja, das ist halt einfach umgedreht so, ne? Welche Bewandtnis hat das, dass das jetzt einfach auf den Kopf gestellt worden ist für mich erstmal ein bisschen ungewohnt, sag ich mal, einfach. Ja, und ich habe den Sinn dahinter noch nicht ganz verstanden. Vielleicht, weil man ja jetzt da noch scrollen kann oder was. Also ja, aber man hätte ja auch oben scrollen können. Das ist wahrscheinlich wegen dem Rucksack gemacht, dass man so weit nach unten scrollen kann, ne? Und dass der Shop jetzt einfach dann oben ist, weil sonst würde man ja von oben nach unten scrollen irgendwie, aber ja, macht sich wohl besser anscheinend. Deswegen wurde das jetzt so geregelt, dass man jetzt oben aus dem Shop rauskauft. Ist erstmal für alle Leute, die das seit Jahren so kennen, erstmal eine fette Umgewöhnung. Genau, und ich glaube, das war es auch schon tatsächlich für diese Producer Notes. Viel mehr wurde da gar nicht großartig gezeigt. Wie gesagt, als nächstes kommen dann jetzt die Gilden ran. Da bin ich dann wirklich auch sehr gespannt, was hier denn bei der Gilde alles überarbeitet wird, was dann noch hinzukommt. Und ja, vielleicht werden da ja ein paar Dinge eingebaut, die dann noch den Überblick über die Aktivität der einzelnen Mitglieder noch ein bisschen verbessert oder so. Keine Ahnung, wir werden es sehen, wir werden es abwarten, aber ich werde euch auf jeden Fall sofort davon berichten, wenn die Informationen draußen sind. Falls ihr nichts verpassen wollt, dann lasst sehr gerne ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal da, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Ist natürlich alles erstmal gewöhnungsbedürftig, ne? Das ist klar. Wir werden uns definitiv nach 1-2 Wochen an die ganzen neuen Features wieder gewöhnen, so. Dann ist alles so wie immer. Aber in den Kommentaren beziehungsweise dort in dem Video, ist die Bewertung nicht so 100%ig positiv, ne? Aber lassen wir uns das erstmal so auf uns zukommen. Gut, das war es erstmal soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.